Was haben Hoteliers und Bergbahnbetreiber vor dieser Wintersaison gezittert? Dürfen sie aufsperren? Kommen genügend Gäste? Jetzt gehen die Weihnachtsferien zu Ende und manche ziehen bereits eine kleine positive Zwischenbilanz. Für die Wintersportler selbst aber zählt nur eines: die perfekte Piste. Warum die Rillen haben muss, das zeigen uns die Pistenarbeiter in St. Johann im Salzburger Pongau. Wenn die letzten Skifahrer im Tal den Schnee aus ihren Bindungen klopfen, dann startet der Arbeitstag für das Pistenteam vom Alpendorf St. Johann im Pongau. Let's get down to business. Maybe one more night to get this. We've had a million nights just like this. So let's get down to business. Daniel Mittermeier ist seit 9 Jahren Pistenraupenfahrer und damit dafür verantwortlich, dass die Pisten über Nacht wieder auf Vordermann gebracht werden. Spur für Spur präpariert er mit dem 16 Tonnen schweren Bulli seinen zugeteilten Pistenabschnitt. Zusammen mit seinen Kollegen ist er für den Zustand von 120 Pistenkilometern im Snowspace Salzburg zuständig. Ein Job, der auch Gefahren mit sich bringt. Wenn es steiler ist und es ist wach, dann kann schon passieren, dass man hängen bleibt und es geht einmal rückwärts, oder wenn man von oben runterkommt, dann kann schon sein, dass es einmal dahin geht mit der Maschine. Die größte Gefahr sind aber nicht die steilen Hänge. Dafür gibt es Seilwinden, mit denen die Pistenbullifahrer ihre Arbeitsgeräte sichern. Gefährlich wird es aber oft dann, wenn Skifahrer die nächtliche Pistensperre nicht beachten. Das ist ärgerlich, weil wir bemühen uns da für unsere Arbeit und das ist innerhalb von was weiß ich, wenn da 20 Skifahrer runterfahren oder 20 Touren gehen, dann ist die ganze Piste eigentlich wieder kaputt. Weil die Pisten nicht Zeit hat, dass sie friert. Das Ziel der Pistenraupenfahrer: eine perfekt gerillte Piste. Dass Daniel Mittermeier und seine Kollegen die Strecke nicht glatt, sondern gerippt präparieren, hat einen guten Grund. Mit dem Joystick bediene ich das Räumschild gefahren und die Fräse, die was eigentlich die Spur macht. Die Piste, die circa über Nacht an, also die Piste gefriert über Nacht. Und wenn sie glatt wäre, dann wäre es am nächsten Tag als wäre ein Eislaufplatz. Also dann wäre es unfahrbar mit den Ski. Eisige Stellen erkennt Daniel Mittermeier inzwischen mit freiem Auge, sogar im Dunkeln. Das ist halt eben so ein Stück, das kommt mit der Erfahrung. Zusätzlich zeigt ihm ein Display in der Fahrerkabine an, wo genug Schnee liegt und welche Stellen noch etwas mehr davon vertragen können. Die Pisten ist im Sommer Laser gescannt worden und wir haben auf die Pistenraupen Sensoren drauf. Da wird dann der Unterschied zwischen Schneehöhe und natürlicher Höhe wird da dann gemessen. Bis 3 Uhr in der Früh sind Daniel Mittermeier und seine Kollegen auf den Pisten unterwegs. Wenn sie fertig sind, geht die Arbeit unten im Tal weiter. Über Nacht hat es geschneit, heißt Schneeräumen auf den Parkplätzen im Skigebiet und Gehwege eisfrei machen. Um 7 Uhr kommen langsam auch die ersten Angestellten von den Liften zur Talstation. Sie sind die ersten, die mit den Gondeln auf den Berg gebracht werden. Während der Fahrt hinauf wird es langsam hell. Doch bereit für die Skigäste ist der Berg noch nicht. Die Sessellifte müssen erst noch aus der Garage. Zur Sicherheit werden sie jeden Abend hier unten eingeparkt, denn Sturmböen oder starker Schneefall könnte die Sessellifte auf dem Seil schwer beschädigen und den Skibetrieb am nächsten Tag gefährden. Die Bergstation der Obergassalmbahn auf 1758 Metern ist sein Arbeitsplatz. Seit 33 Jahren ist Josef Gschwendtner Maschinist bei den Bergbahnen. Die Liftanlage ist hochmodern, aber dass Computer seine Arbeit nicht ersetzen können, sieht der Maschinist jeden Tag. Das letzte Mal war er oben. Ja, jetzt schaue ich da den Sessel an. Sesselbum voll mit 6 Personen. Ja, wieso steigt der nicht aus? Dann gehst du raus. Dann sagt der Skigast, es hat einen Kracher gemacht. Da gibt es eben die Einrichtung, Bügelfeder, alles automatisch, der Bügel geht automatisch hoch. Er hat sich die Federn gebrochen. Jetzt bleibt der Bügel zu, da wo uns da mal nicht schaust. Für die Sicherheit bei den Liftanlagen ist mit Maschinisten wie Josef Gschwendtner also gesorgt. Auf den Pisten ist Pistenchef Gottfried Gruber verantwortlich. Jetzt machen wir die Sicherungspflicht in der Früh. Vor Betriebsbeginn wird jede Piste kontrolliert, ob alles in Ordnung ist, und unter anderem auch die Randmarkierungen, die
kontrollieren müssen. Wenn jetzt da 16 so eine Tafel liegt, die stehen wir noch auf. Auf den Kontrollfahrten im ganzen Skigebiet entgeht ihm und seinem Team aber auch gar nichts. Jakob, kommst du noch zu der Uwe her? Dann machen wir das nicht, jetzt müssen wir da noch aussperren. Ja, verstanden. Wie gleich da. Ja, ist gut. Es passt alles. Es hat 15 cm Neuschnee gegeben und die Kütte ist wieder geworden. Ich glaube, es wäre ein schöner Tag, ein schöner Skitag für die Gäste. Und die steigen um kurz nach 8 auch schon voller Vorfreude auf perfekte Pisten in die Bindungen.